aufzeichnen wir zuerst das Video, das ja. Weekly News und ja. dann, Ja, können wir machen. Hauptsache nie alleine so. Ja, wir sind nicht so viele, das heißt, wir sind vielleicht Hello everyone and welcome to HJ Global News. This week, in the presence of 30,000 blessed family members in the HJ Changwon area, we celebrated the Songwa Festival, commemorating the 7th anniversary of the holy ascension of Sun Myung-moon, the true parent of heaven and earth and humankind. Blessed families in all 194 countries participated in the event through the live broadcast, enabling us to offer the Songwa anniversary as a victory. For this week HJ Global News, we have prepared a special video that shows all the events that happened during this special week and a message from True Mother to mothers. We hope that you will enjoy what we prepared. Thank you. True Father's eternal legacy of peace through our True Mother is being fulfilled today. The Summer Festival is the time for everyone to find new determination to advance towards the victorious realization of Vision 2020. The Songha commemoration started with a Kyombe ceremony in the early hours of the day at the Bongyang One. More than 1,200 leaders from all over the world came to honor the true parents of heaven, earth and humankind. With everyone connected one in heart, the 7th Songha anniversary began. It was a precious day to remember and honor True Father's life, work and achievement. For the commemoration, people from all over the world who love and miss True Father came. Political, economic and religious leaders from Korea and abroad were among them. 문선명 천지인 참부모 천주성화 7주년 기념 성화 축제를 여러분들의 뜨거운 박수로 시작하도록 하겠습니다. Family Arts beautified True Father's Songha commemoration. Sun Jin-moon, International President of FFWPU, recited a sublime poem, Your Cosmic Answer. Like the light of day, you never fail to rise and shine forth with true love, beautiful faith, a filial heart, profound wisdom, and exceptional beauty. Won Ju-jong McDavid, Chief of True Mother Secretariat, read aloud a letter that True Mother had written to True Father. 이 선물이 하늘 부모님에 대한 당신의 효정의 삶이 온 누리의 희망의 빛이 되기를 기도합니다. The letter touched all of our hearts and awakened us all to the Hyojong love. True Mother's gift for Heavenly Parent and True Father is her Jong song. Let us emulate her heart and bring about the liberation of the fatherland and victory in Cheonbo One registration. The hope and resolution of the whole world was portrayed on stage in a cultural performance.
True Father's light of Hyojong illuminates the whole universe. True Mother dedicates her whole life with love and sincerity for us all. All 30,000 people promised to realize Vision 2020 and offer it as a gift, expressing our determination with one heart. Towards True Parents, we sang Song of the Young People. Then the memorial address was given by Goodluck Jonathan, former president of Nigeria, who introduced himself as a blessed family, promising to work together with true love. Congratulations to you all on this blessed day when we celebrate the fulfillment of Mother Moon's enduring legacy of peace through Mother Moon. I thank you. The Hyojong Cultural Festival infused grace into the second part of the celebration. Songs sang by true parents filled the hall. The themes of the songs were suffering and victory. The well-known singer Pol Pot sang with Channel representative singer Seiko Lee. The Hyojong cultural event continued with the Little Angels of Korea, who gave a very touching performance. Hyojin Moon's family is the future of the Invitation movement. Moon Shin-jin read a letter he'd written to encourage us to increase our determination. 우리에게 달려 있습니다. 참 아버님은 우리 모두의 부모님처럼 우리를 사랑하셨습니다. 그래서 저는 우리를 한 가족으로 만드실 수 있었다고 생각합니다. 기적들은 요즘 많이 나타나고 있습니다. 하지만 이 기적을 이용하여 전진하는 것은 우리에게 달려 있습니다. 저는 우리가 할 수 있다고 믿습니다. 여러분, 화이팅! Amid the light of 30,000 candles, we sang songs of love with true parents and other true family members. With a yearning heart for true father and united with true mother, we promised that our gift would be the settlement of Channel. Thanks to Peace TV, nearly 200,000 viewers from 194 countries followed the live broadcast of the ceremony, which captured the attention of close to 250 media outlets, including the main Korean channels, thereby sharing True Parents' vision of peace and messages of hope with the world. Son Ji-moon, international president of FFWPU, and her husband opened the Hyojong Festival. 미션을 가지고 행동을 하면 기적이 일어난다. 미션 2020. After cheers of victory led by Mrs. Julia Moon and the closing ceremony of Peace Road, the Hyojong Assembly began. After the gracious songs of praise from the Chongshin Choir, Cheonil-dok's leaders, as well as Prophet Samuel Radebe, presented heartfelt reports of activities in their local areas where miracles have been accomplished. 참아버리고 온전히 하나며 그날을 위해 뛰어가겠다고 몸부림치신 어머님을 위해 우리는 무엇을 해야 되겠습니까? The only begotten daughter of God, she has paved and continues to pave the way for all the women of the world and all humanity to move in the direction of peace. 120만 신종내 총회를 개최할 것을 필리핀과 아시아 식구들은 결의하였습니다, 여러분. 신아시아와 태평양이 신통일 항구를 이루는데 선두주자가 되겠습니다, 여러분. 축복의 불길이 50개 주로 번져서 바로 오기 전에 50개 주 전체가 ACLC 지부가 결성이 되고 또 활동하고 또 참 부모님을 메시아로 증거하고 참 어머님을 독생으로 증거하는 역사적이고 기적적인 일들이 벌어지고 있습니다. 내가 죽고
있을 것입니다. 내가 죽고 참 아버님의 거룩한 성령이 우리 안에 가신다면 기적의 역사가 시작될 것입니다. All 30,000 people committed to becoming Hyojong children that resemble true parents, and to move forward joyfully in order to offer the final gift, the day of victory of the settlement of Chonedok. Last week, under True Mother's grace and guidance, we had the dedication ceremony at the Hyojong Cultural Center and the 11th Moon Hyojin Music Festival. Nearly 800 participants joined the GTGY, about 150 of whom are the members of the Hyojong Cultural and Artistic Group. They are all expected to become central figures and agents of progress in the culture of the heart and revolution. They were part of an intense educational program that enabled them to be reborn as pure water that would cleanse the world. In addition, an exhibition on our True Parents' life and work was held under the theme Hope, which expressed the desire to see True Parents' providence advance towards a heavenly nation, heavenly continent, and a heavenly world that glorifies God. Leaders of UPF, IAPP, IAPD, and ISCP from various nations met in the lead-up to 2020. Through discussions and debates, they reflected on how to spread True Parents' vision for all humanity, that is, interdependence, mutual prosperity, and universally shared values. On that day, Jim Rogers, a global investor, accepted the position of Special Advisor to UPF and the World Peace Road Foundation, showing his active support for the Peace Highway led by our True Parents. The HJ Magnolia Foundation also held an international conference. 100 executives of business and business-related foundations from around the world attended the conference. They discussed ways and means of advancing the cause of realizing an ideal world without economic discrimination. Following the launch of the Peace Road project, various events took place all over the world. In total, over 400,000 people from 130 nations are actively participating in the Peace Road project. This year, leaders and riders from all areas of the society started at Imjikak and rode across South Korea to Seoul Metropolitan Plaza. It was a great opportunity to express our wish for Korea to co-host the 2032 Olympic Games and to promote peaceful reunification on the Korean Peninsula. The New Eden, Heaven on Earth. In the HJ Chombo Training Center, under the direct guidance of our True Parents of Heaven and Earth and Humankind, 40,000 people from over 60 countries came to attend the great works. Part of the program taught us how to achieve spiritual perfection through works in the physical world and how to live victorious lives in order to be liberated and recorded as Chombo people. At the same time, in the HJ Chombo complex, a special Hyojong workshop for newly appointed Chombo leaders took place, and new leaders from Asia, Africa, and Europe participated in the leaders' workshop. The Chombo Leaders Assembly for the Victory of Vision 2020 was a time when we could all meet and interact. The Chombo leaders told us of many miracles and of works of the substantial Holy Spirit, our True Mother. With a fervent heart and life or death determination, they all vowed to do their best to bring about great success. True Mother joined the Chombo Leaders Assembly Victory Celebration. She came amidst the victorious shouts and accepting our Jeonsong and resolution. On that day, the powerful performances of Seiko Lee, the youth camp participants, and global Top Gun youth trainees brought hope to all. We start in 10
Your mother personally presented certificates to representatives from the youth camp, the Global Topcon Youth, and announced the providence of 2028, the 60th anniversary of the celebration of God's Day, as well as announcing the reorganization of the 5 organs of Chonaguk. She blessed Sunmoon University as the National University of Chonaguk and spoke about the plan for the 3rd generation of True Family. 2028년은 참 하나님의 날이 제정된 지 60주년을 맞게 됩니다. 이제 나는 2020 국가복귀 승리한 터대회에 참 하나님의 날을 하늘 부모님의 60주년을 맞이하면서 앞으로 천일국은 지상에서 활동하고 있는 독생녀 참 어머니와 하늘 부모님이 함께 하신다는 기적을 여러분들을 볼 것입니다. 그래서 앞으로 3대권을 세워서 직접 내가 지도 교육하여 중심 인물로 세울 것입니다. 내가 세워야 할 손주들이 40세가 되는 데까지는 내가 건강하게 살아 있어야 되겠다. 그들에게 나는 완성한 남자로서, 가정으로서 성장하는 그런 시간을 주려고 합니다. 그래서 나는 신출, 신흥 두 손자의 배필이 될 수 있는 상대자를 세계적으로 공포하여 추천하여 앞으로 천일국의 중심 인물을 받들어서 발전시킬 수 있는 귀한 손주 며느리감을 여러분들이 자신 있는 사람은 다 추천하길 바랍니다. 그래서 2020에는 약혼식을 해주고 2023에 결혼식을 시킬 것입니다. 하늘이 믿고 사랑할 수 있는 그날을 감사한 마음으로 준비하고 기다리십시오. 참 부모 앞에는 72억 인류가 다 자랑스러운 아들딸입니다. 책임자가 될 사람들은 자기를 버리고 참 부모와 특히 독생녀 참 어머니와 하나된 자리에서 성장해야 합니다. 한국에 있건 일본에 있건 유럽에 있건 세계 어디에 있든 간에 이제 한 체제로서 참 부모님이 이룩한 이 재단이 세계를 위하여 살 수 있을까 하는 데 있어서 관심을 많이 써주기 바랍니다. With creativity and love, Mother created a solid foundation for future generations.
Those present were inspired to expand the physical and spiritual world of love, promising true filial piety towards true parents. Subsequently, before they returned to their countries of mission, in a separate meeting with True Mother, the key leaders of Channelbook shared their impression of the Summer Festival and how they are preparing for the next stage. 우리가 계획하고 만드는 것은 영원이야. 그러려면은 모든 면에서 최고가 돼야 돼. 그렇게 해서 천일국을 안착합시다. They all expressed their complete unity with true parents and longed for the day of childhood, that day when we will all embrace each other in tears of joy. For all 1095 days without skipping a single day, she went to the grave to pay her respects. For the past 7 years, with the heart of giving birth to all the world, True Mother has continued to push forward, going to all parts of the world. Now it is time for us to give Heavenly Parent and True Father a gift. We will do our best to see the day where all the world's 5 races will be awakened. This summertime was the chance for all members to increase their determination to realize the day that Father so long desired to see. It is not just a time to remember our true Father, it is a time to reflect on how to bring about his dream, the settlement of Channelbook. True Mother awakened us to that reality, giving us more courage to move forward. It is now a time for us, blessed family members, filled with the heart of Hyojong, to share with the world the will of true parents of heaven, earth, and humankind. I pray that as we do that, we create miracles. With this word, I will end this week's news. Thank you for watching. May God bless you and your families. Ja, wir würden die Stühle kurz in so einen Halbkreis machen. Papa ist es lieber, dass man so ein bisschen familiär Atmosphäre hat. Genau. Ja, heute sind wir nicht so viele. Hallo alle zusammen. Schön euch wiederzusehen. Heute sind wir eine kleine Runde. Das ist für die Küche, dass die auch mithören können. Hallo Küche. Geht noch nicht. Hallo, hallo. Oh, der war auf. Ja, natürlich. So, hallo alle zusammen. Schön euch alle wiederzusehen. Heute sind wir eine kleine Gruppe, aber trotzdem eine feine Gruppe, würde ich mal sagen. Heute werden wir den zweiten Teil von der Lebenstestimony von Eugen hören. Und der zweite Teil ist ja eher, weil der erste Teil war eher konzentriert auf das Leben bevor der Kirche und als Jugendlicher, was er so gemacht hat und von wo seine Familie stammt.
Der zweite Teil ist eher die zweite Geburt, würde ich mal sagen, oder? Was? Der zweite Teil. Der zweite Geburt? Ist die zweite Geburt, die Wiedergeburt. Genau. Und zwar das ganze Leben in der Kirche und so. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit einem Lied an. Ihr habt auch so kleine Plättchen, da können wir mitsingen und wir üben mal die Musik. Ja, ich glaube jeder. Und wir singen erstmal Grace of the Holy Garden. Falls jemand noch Blätter braucht. Was war? Habt ihr alle? Habt ihr alle? Habt ihr auch alle das hier auch? Ja, das ist hinten drauf, das Lied Grace of the Holy Garden. Genau, das ist ein zweites. Ich bin noch nicht so gewöhnt, vormittags zu spielen. Also, ob es geht. Grace filling me with golden light, precious blessing divine. God gives eternal life to me, perfect rejoicing is mine. Glorious the song ringing in my heart, for the Father above. Gratefully I give offering to Him, triumph and glorious love. Joy surging like an ocean wave, flowing so deep in my soul. All prizes as I go in praise, knowing that man will be home. Glorious the song ringing in my heart, for my Father above. Gratefully I give offering to Him, triumph and glorious love. I live in this eternal life, touching the top of the sky. Grace filling every part of me, blessing that never will die. Glorious the song ringing in my heart, for my Father above. Gratefully I give offering to Him, triumph and glorious love. You've chosen me to do Your will, thankful I want to be true. I'm pledging in my heart of hearts, Father, my life is for You. Glorious the song ringing in my heart, for my Father above. Gratefully I give offering to Him, triumph and glorious love. Wenn ihr das Blatt dann umdreht, können wir zusammen das Familiengelöbnis schon mal lesen. Ja. Heute lesen wir den Nummer 7. Welche? Nummer 7, Familiengelöbnis. Sailing. Nein, Gelöbnis. Gelöbnis, okay. Entschuldigung. Direkt nochmal singen. Also, wir lesen den Familiengelöbnis. Ja, aufstehen. Umdrehen. Wir als Charlie Book Grün Familie, gegründet auf eine Liebe, gelungen, die Welt der Kultur des Herzens zu verwirklichen, die mit der ursprünglichen Abstammungslinie verbunden ist, indem wir ein Leben zum Wohl unserer Mitmenschen führen. Wir bleiben noch kurz stehen und ein kleines Klammer. Ich bete mal ganz kurz. Liebe himmlische Eltern und himmlischer Vater, vielen Dank
dass wir heute in dieser kleinen Runde unser Soundservice haben können und dass wir die gemeinsame Zeit nutzen und wertschätzen können. Wir danken dir für alles, was du uns jeden Tag gibst und für diesen Tag, der so schön sonnig ist. Und wir möchten dir diesen Tag geben und wir beten, dass du die nächste Woche mit uns sein wirst und uns guiden wirst. Wir danken dich vielmals für alles, was du uns immer gibst und wir beten. Ich bitte in meinen Namen, Ritzi Hartmann, Familie Wege Zentrale. So, wir können uns wieder hinsetzen. Und jetzt können wir singen. Machen wir singen? Ja. Dann singen wir Put Your Hand to the Cloud. Put your hand to. Ist so ein bisschen englischlästig heute. Hat auch ein bisschen zu tun mit der Testimony. Aber ich bin noch mit dieser Lieder aufgewachsen. If you want to do God's will, you must struggle to fulfill. Put your hand to the plow, hold on. Yes, the dream is the dream, we are sure you will agree. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Take a blame at many years, shedding floods and floods of tears. Put your hand to the plow, hold on. Every price is freely paid, so foundation could be laid. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Moses went to Pharaoh's throne, said, my people must go home. Put your hand to the plow, hold on. He persisted to the end, so far out could not be claimed. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Jesus hung upon the cross, and it seemed that all was lost. Put your hand to the plow, hold on. But his death was not in vain, and God started work again. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Hold on, hold on. Put your hand to the plow, hold on. Vielen Dank. So, jetzt ist der Moment der Ankündigung. Ich weiß nicht, ob etwas ansteht in den nächsten Wochen. Also nicht so ganz konkretes jetzt, aber Familie Schmid ist ja noch in Korea und die werden dann nächsten Sonntag uns ausführlich da erzählen und berichten. Also nächsten Sonntag, wenn vielleicht hoffentlich schon wieder mehr Geschwister wieder im Lande sind, dann können wir da sicherlich schöne Berichte hören. Ja, ansonsten alles andere kann man zu Hause schauen. Ja, diese Filme kann man zu Hause schauen. Diese Feierlichkeiten, das
wird uns stark empfohlen, das zu schauen. Mutters Reden, die da drauf sind. Und Sanjanims Rede ist sehr, sehr wertvoll. Jetzt weiß ich nicht, ob Brigitte was hat. Nein, okay, momentan nicht. Und der Mike Malcolm, der inspiriert, der redet alle immer wieder drum, wer Zeit hat, wer Möglichkeiten hat, der soll dann nach Albanien kommen, wenn Mutter im Oktober kommt. Ja? Also dass wer da was einplanen kann, eine Albanien-Reise. Ja, das ist so. Sollte man dann die ganze Tage oder speziell für den Event, wo die Mutter kommen? Also das muss man nochmal genau rausfinden. Aber das sind ja so große Konferenzen, da brauchen wir nicht hin. Das sind so, da dürfen nur so VIPs hin, da sollten wir VIPs finden. Aber wenn Mutter kommt, die Mutter kommt ja dahin. Es ist ja eine Mutter, wenn man da genauer hinhört, will 7 Nationen schaffen. Und Albanien ist unsere europäische Nation. Ja, und da wünscht sich der Mike Malcolm viel Präsenz. Wie ist das im November mit Ancestor-Blessing? Ja. Irgendwas? Da müssen wir warten bis Ende September. Dann werden wir die Formulare bekommen, die neuen Formulare, die es also ab Oktober gibt für die Segnung. Und dann fangen wir recht früh an, weil es sind sehr viele Geschwister, die wir da durchschleusen müssen durch die ganze Registrierung. Die und da kommt auf jeden Fall zusammen. Also ich denke, wenn einer schon, also es scheint jetzt so, dass Niedernhausen bestätigt ist von Dieter Schmidt. Und weil es war ja noch in der Kippe. Und ich denke, wenn jemand jetzt zum Beispiel auch Hotel üben will, ich meine, letztes Mal hat der Peter Staudinger uns eine Reservierung gemacht im Hotel und wir haben dann auch günstigere Zimmer bekommen, die waren ein bisschen billiger als normal. Auf der anderen Seite, einige Geschwister reservieren jetzt schon, damit sie dort, vor allem die mit dem Zug kommen, damit sie direkt dort nebendran im Hotel Platz kriegen. Also ich denke, es ist vielleicht empfehlenswert. Wenn jemand ein Auto hat, dann kann er auch ein bisschen weiter woanders hinfahren. Ich glaube, Lena, du hast, glaube ich, ein bisschen weiter draußen. Du hast, glaube ich, schon. Nicht so weit, das ist auch nicht 1 so. Kilometer oder so. Also wenn einer mit dem Auto ist auch woanders okay natürlich. Aber jemand, der mit dem Zug kommt, der ist ziemlich angewiesen auf dieses Hotel. Das gleiche wie vorher habe ich genommen. Ja, genau. Einmal durchhalten. So, danke sehr. Ja, viel los in diese Monate. Dann würde ich sagen, singen wir noch einmal. Aber Sailing? Machen wir das nicht? Ja. Singen wir Sailing. I am sailing. I am sailing. Oh, my dear, cross the sea. I am sailing. Stormy water to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever trying
ist der Moment des Hommeke. Der Simon wird für uns etwas lesen. Also zuerst werde ich das lesen, das ist der Titel The Key to Being a Movement, und anschließend werde ich noch 3 Punkte von einer Konferenz von 1983 verlesen. Genau. The Key to Being a Movement. This is the fundamental difference between existing churches and the Unification Church. Ours is not a denomination, but a movement of unification. Therefore, this movement will not cease in its revolutionary zeal or its pioneering task until the ultimate goal of establishing the kingdom of God here on earth is physically accomplished, and God is able to take great comfort and joy after 6,000 biblical years of suffering. We really could not become just an institutionalized, established church. This is really a movement, and it will not settle down until the movement is no longer necessary. The key to being a movement must have something to do with being a place where there is a creative space for ideas and an ongoing conversation about how to make the big vision of the Messiah something that permeates down into the everyday life of ordinary people. If you are part of the unification movement, then you are someone who creatively brings the divine principle into the practical reality of their day-to-day life. If you are part of an institution, you wait and wait, like so many others who exist within institutions, government, religion, business, etc., for something to happen. Jetzt von der Fathers Leaders Conference Instructions vom 27. Juli 1983. From now on, it's me. I am responsible. The first point. My responsibility. Not God's responsibility, nation's responsibility, but my responsibility. Mafia, gangsters, everything going wrong out there is my responsibility. Point 2. I am the sacrifice. Since everything is my responsibility, I am the sacrifice. I will sacrifice for the sake of the mission. Point 3. I will act and take initiative. I will stand up. Not Reverend Moon, not Bohi Pak, not Causa, not IOWC, but me. I will act. Vielen Dank. Vielen Dank, Simon. Ich leite das Mikro und das Wort an Eugen. Yeah, thank you. Hello Achim, hallo Antonella. Ja, Niki. So, letztes Mal, ich habe 7 Seiten vom letzten Wochenende, wo ich mein Testament gegeben habe. 7 DIN A4 Seiten. Und Magda hat gesagt, heute sollte ich kurz machen. Und ist ja eh nicht mehr viel übrig. Ja. So, okay. Der erste Teil war mein Leben in Norwegen und mein Adventure in Amerika, bis ich dann die Bewegung getroffen habe in New York City. Und dann habe ich ein bisschen über der IOWC berichtet in Korea und Japan. Und so jetzt möchte ich habe dann mehrere Stationen, aber manche möchte ich überspringen. Ja, wie ein Frosch. Und meine Zeit in Frankfurt werde ich überspringen. Meine Zeit in Hannover, wo der Simon geboren ist, werde ich leider überspringen. Und Stuttgart werde ich überspringen und auch Leipzig werde ich überspringen. Kannst du sagen, von wann bis wann du weil, ne, kurz, was? Die ganzen deutschen Städte werden Ja, kannst du sagen, von wann bis wann? Genau,
die sind noch nicht verschwunden, die sind immer noch da. Also die Aber Zeitspanne von den ja, 4 Städten. ja, okay, gut. Ich kam dann, weil es gut, dass man so auch Fragen stellt, weil dann kann man so sicher einpendeln, weil ich weiß dann nicht, wo eure Interessen sind. Aber Magda und ich, wir haben da unser Familienleben angefangen in Frankfurt. Ich war damals verantwortlich für K. Ja. Und wir wohnten dann um die Ecke von der Messe in Hohenstaufenstraße Nummer 4. Ja, ich war auch Hausmeister, deswegen konnte ich ganz billig wohnen, ganz oben. Und da kamen Christine und Andreas zur Welt. Ja. So, wir haben 2 Frankfurter in unserer Familie und einen Hannoveraner. Und wir waren dann in Hannover, war es um die 1986 hat der Onkel Kim gefragt, ob ich nach Hannover gehen möchte und der Center leiten. Habe ich gemacht und unsere ganze Familie ging dahin. Und dann ist das Simon geboren, aber ihre Mutter war auch da. Rosi, der Kunde. Ja. Und Rosi Kunde ist dann die Schwester von Karl-Heinz Kunde. Ja. So klein ist die Welt. Und ja, okay, gut, dann sind wir nach Hannover dann, ja, von Frankfurt. Und da waren wir dann bis Ende 80er und sind dann nach Bayern, weil der Hometown von Magda. Ja. Sie war auch früher in Ginseng, in Mörfelden-Walldorf, oder Walldorf, Mörfelden, ja. Und da sind wir nach Neumarkt zum Veit. Und ja, ich war dann wie so ein bunter Hund, ja, weil da wohnte auch ihre Verwandten und alles. Und ja, ich war ein bisschen anders als die Nachbarn. Aber dann kam jemanden von der Butterfly Missionaries zu mir, von Berlin. Die haben dann, nein, von Leipzig. Die haben Leipzig pioniert in dem Kalten Krieg vor der Wende. Und die sind dann untergetaucht und nach der Wende. Dann kamen die zu mir und fragte, ob ich dann bereit wäre, ihre Mission zu übernehmen für Leipzig. Da habe ich zugesagt und bin dann nach Leipzig. Alleine, meine Familie ist in Bayern geblieben. Ja. Okay. Das war Leipzig. Da muss ich ein anderes Wort. Ja. Aber dann, und wenn wir nach Magda ist dann enteignet worden. Sie dürfte nicht erben, ja, wegen ihrer enterbt. Was habe ich gesagt? Enteignet. Oh, so. Ist nicht der gleiche? Nicht ganz. Eine Regierung hat eine Firma. Also, okay. Dann, und wir hatten dann letztendlich 5 Kinder. Und er war nicht so einfach, weil man brauchte auch Geld und alles. Und ich habe dann gefundraised und das war nicht genug, weil man musste auch in Missionsreisen machen und alles. Da habe ich angefangen zu arbeiten bei DPD, Deutsche Paketdienst. 3 Uhr aufstehen in der Früh, 3:30 anfangen bis 8 Uhr früh, Pause bis 3 Uhr nachmittags und arbeiten bis 8 Uhr Abend, 2 Jahre lang. Pakete von LKWs auf Fließband und dann in der Früh und Nachmittag umgekehrt, vom Fließband in den LKW. Ich könnte keine Pakete mehr sehen. Auch wenn der
Paketdienst kam zu meiner Tür, habe ich die weggeschickt. Und okay, das war, und dann ist der DPD dann umgezogen und dann habe ich dann andere Jugend bekommen bei Kohnen, aber in Waldkraiburg, auch in Lager. Und ich durfte dort, weil ich da am meisten Kinder hatte, von allen Angestellten, von 200, dürfte ich zuerst entscheiden, wenn ich den Urlaub haben wollte. Ich war der Erste. Haugen, wann möchtest du Urlaub? Man dürfte nicht den ganzen Urlaub in einmal, sondern ein Stückweise. Und dann kam ich dann zu meinem Chef und sagte, ja, ich möchte Urlaub haben. Ja, wo dann? Ja, Korea. Herr Haugen, Sie sind dann schon verheiratet, warum müssen wir nochmal nach Korea? Und dann, nächstes Mal, einige Monate später, Herr Chef, ich möchte wieder Urlaub haben. Wohin? Ja, nach Korea. Und dann sagte er zu mir, Herr Haugen, ich weiß genau, wie viel Geld du verdienst. Nicht einmal ich kann nicht leisten, solche Trips zu machen, sagte er. Dann sagte ich zu ihm, ja, Herr Chef, ich habe andere Quellen. Ja, bei dir verdiene ich nur mein Taschengeld. Ja, und er war ein guter Chef. Und dann, wenn der Universal Ballet kam nach München, da habe ich ihn eingeladen. Und dann hat er seine Frau angerufen und hat gefragt, möchtest du mitkommen? Und jetzt ist die Frau mitgekommen. Ja? Und dann bin ich mit der Simone vom Hans nach München. Und dann vorher habe ich dann dieses Programmheft gekauft. Und das war teuer, 25 Euro oder 30 Euro. Und dann habe ich dann meinem Chef geschenkt. Und dann habe ich gesagt, in Zeitung habe ich gelesen, hat er gesagt, dass der Heft nicht zu billig ist. Möchte wichtig verschenken. Ja. Und da war er sehr dankbar. Wir hatten schöne Abend zusammen. Ja. Universal Ballet in München? München? Ja, Löwenputsch, wie ist die Straße? Prinzregenten. Ja, der Park kam da. Ja. Da muss ich nicht da gewesen sein. Wann war das? Oh, schon lange. Das ist schon länger her, ja. Kann sein, dass du da in Kolumbien warst. Aber ich war bei Kohlen damals. Ja. Und dann, das war, und dann könnte ich ihn segnen damals mit der Juice. Ja. Okay. Und einige Zeit später, genau, war das kriegen wir Informationen, Vater wollte, dass Mitglieder kommen nach Amerika, weil er möchte der Abel-UNO etablieren in New York City. Und dann habe ich dann den Koffer gepackt und bin hingeflogen. Ja, es war eine begrenzte Zeit. Und wenn ich da ankam, da war schon alles in volle Gange. Da haben die Teams, Taskforce, PR-Teams, alles Mögliche und hatten dann die UNO Repräsentanten besucht und Botschaften und alles. Ich wohnte mit vielen Leuten dann in New York und der Annex zu der New Yorker war die große Kulturhalle, wo der Jochenim auch sein Studio hatte. Ja? Manhattan Center, genau. Manhattan Center war das. Und nachher sind wir ausgelagert und ich kriegte dann das Gebiet Harlem. Ja, mit einem koreanischen Leiter und internationalen Team. Und
das war ganz interessant, weil so viele Aktionen, war nicht nur der UNO, der ABEL UN, sondern wir sind in Teams, gehen auf die Straßen und gab aus die Spirit Messages, wie sagt man? Ja, Botschaften von der geistigen Cloud of Witness. Ja, Cloud of Witnesses. Ja, Cloud of Witnesses. Ja. Und es war auch als Beilage in Washington Times, wir hatten Booklets und Gegner. Und das war interessant. Und weil ich habe dann Bilder. So, ich schicke dann die Bilder du kannst dann, oder kannst du es so machen. Und das war interessant, weil ich war auch in so einem Team auf der Straße, aber wir waren gekleidet in Gelb und manche Geschwister waren gekleidet als Abraham Lincoln mit schwarzer Hut und Bart und George Washington, Thomas Jefferson und stand auf der Straße und hat ihre eigene Message von der Spirit World vorgelesen. Und das war, und wir haben dann Lieder, genau, ich wollte ein Lied, dieses Lied habe ich gesungen. Ich habe es leider nicht da, aber er kennt es. Brauche ich nicht, weil jetzt ist er auch im da. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. From the mountains to the prairies, to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. Das haben wir dann gespielt, so, ja. Und dann Lincoln hat gesprochen, George Washington, Thomas Jefferson, incredible. Und die Leute sind dann gekommen, weißt du, das sieht man nicht jeden Tag, dass die, und ihr wisst, dass der Lincoln, Abraham Lincoln, hat der Republican Party gegründet in Amerika in 1867. Und diese Partei ist gegründet, um die Sklaverei zu beenden. Ja, so ist ein Able-Type-Partei. Die sind konservativ. Und so das war sehr patriotisch. Ja, so alles und sehr vertikal. You know, John F. Kennedy hat auch gesprochen, seine eigene Botschaft aus der geistigen Welt. Ja, das war sehr interessant. So, und ich war dann in Harlem und ich bin dann alleine mit Gitarre durch Harlem im Dunkeln gegangen. Im Dunkeln. Und ich war in der schwarzen Kirche, die Kirche war nur schwarz, keine weiße. Und ich war der einzige Weiße darin mit Gitarre. Und der Gottesdienst war so, die haben eine Stunde getrommelt, afrikanische Trommeln, nur Trommeln, eine Stunde lang. Bis die alle in Ekstase waren. Und dann nach einer Stunde bin ich dann, sagte, komm her, bin ich auf dem Podium mit meiner Gitarre.
Und ich war fast auch in Ekstase. Ja. Und ich habe dann gespielt, ich weiß nicht, der Geist hat mich übernommen und gespielt. Ja, und nachher hat der Pfarrer, der Priester, mich umgearmt und hat gesagt, so einen Geist habe ich nicht erlebt, seit ich aus Afrika kam. Das war sehr interessante Erfahrungen. Ja, okay, gut, das war. Und dann hat der Vater dann, wir haben auch Leute eingeladen für so Events und wir haben Tickets gegeben an die Leute und so. Und du siehst dann der Tom Pretty. Ja. Tom Pretty heißt er. Tom Pretty, ja. Und dann hat der Pfarrer zu uns gesprochen, uns die Vision gegeben und alles. Und am Ende, und da war es Youth als Abschluss und alles. Und dann haben wir gedacht, jetzt können wir nach Hause fahren. Aber dann sagt der Vater, ich brauche Mitglieder, das mitkommt nach Korea für 40 Tage. Hat er gesprochen. Du kennst es schon. Ihr Vater war auch dabei. Der Cosimo. Und dann mussten wir entscheiden. In diesem Moment, wir mussten bis am Abend bis 12 Uhr entscheiden. Ich bin dann zum Münzautomaten und versucht, Magda anzurufen und sagt, Magda, ich komme nicht zurück, sofort, sondern ich gehe nach Korea. Ich habe schon entschieden, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja. Und dann ist mein Ticket umgebucht worden nach Korea und wir sind dann mit gescharterter Airplane nach Korea. Ja. Und wenn wir über Deutschland waren, habe ich dann untergehen. Und da sind wir in Korea gelandet. Und das war der Taskforce von New York, diese Geist haben wir dann mitgebracht nach Korea. Und dann ist dann der IIPC gegründet, der International Interreligious Peace Council. Ja. Und wir sind dann so Peace Ambassadors für diese Council. So unsere Mission war witnessing to the international community in Korea, ambassadors, businessmen who's working there from westliche, und das war eine von unserer Mission. Und wir sind aufgeteilt in 12 Teams, mit 7 in jeder. 3 von der Axis Powers in der Zweiten Weltkrieg und 3 von den Alliierten. Wir heißen die Axis Power, Germany, Italy and Japan. Ja. Und der Alliierte war France, Amerika und England. Ja. So auf jedem Team, so Vater sagt, jetzt wird dann dieser Geist wiederhergestellt, diese Omnisität, diese Feindseligkeit. Ja, genau. Mussten überwinden. Und dann hatten wir auch so Zeremonien, so Friedensbrücke, sagt man unter die Frauen, wir hatten auch sowas. Mussten wir auf die Bühne gehen und dann gab es so ein buddhistischer Gong und ich musste mich dann versöhnen mit einem französischen Bruder. Und wir haben gedacht, dass dieser Gong ist ganz kräftig und so. Und wir sollten uns umarmen, haben wir gemacht, und dann sollten wir gemeinsam auf den Gong schlagen. Und da haben wir so hart geschlagen, dass der Gong ist geflogen. Ja, ich habe mich so geschämt. Ja, weil ich habe gedacht, das ist ein richtiger, kräftiger Gong. Aber wir hatten mehrere solche
dass alle durchgekommen ist und alle mit jedem. Ja. Und dann haben wir erst in die Berge geklettert, weil der Vater wollte, dass wir auch in die Berge gehen. Ja, das ist Tradition in Korea, eine große Tradition, die sind hoch auf die Berge überall. Und auf der Berg saß ein Mönch, da mussten wir eine Donation geben. Er saß alleine im Hörer ganz oben auf dem Berg. So, okay, gut, dann, okay. Und Vater wollte, dass wir auch die kulinarische Feinheiten in Korea lernen. So die koreanischen Leiter, die haben dann uns eingeladen in alle die verschiedenen Restaurants in Korea. Da sind wir auch in einem Restaurant, wo es gab Ginseng-Suppe mit Chicken. Und die waren so heiß, die sind in Steingefäße und die sind dann, das Wasser ist nur so genau, wir mussten dann eine halbe Stunde warten, bis wir essen können. Genau, diese Spezialitäten in Korea. Ja. Und wir sind dann auch Logistik überall gewesen. Und dann war es 35 Tage sind wir da, dann sind die 37 und 38 und oh, ja, jetzt wenn wir nach Hause kommen, genau, alle haben gesagt, wir mussten jetzt ein Ticket kaufen. Dann sagt Vater, na, ich brauche auch noch für 40 Tage. Oh, wieder so ein Münztelefon. Magda, leider, es dauert noch ein bisschen. Sondern noch 40 Tage. Ja. so dann sind wir dann, ja, und wir haben dann, ich habe dann in diesem Buch, ich habe herausgefunden, dass Brigitte Osterheld und ich, wir sind Nachbarn in diesem Buch. Ah ja. Und das ist interessant, wenn ich dann blättere und plötzlich habe ich die Brigitte gesehen. Ja. War neben mir hier. Ja, und dann sollten wir die internationale Community besuchen. Und dann gab es eine große katholische Kirche, wo so viele internationale Menschen gingen sonntags. Da waren Deutsche darin, Amerikaner, Italiener, vom Ostblock, von überall, weißt du. Und ein von denen, der Leiter, nicht der geistige Leiter, aber der Manager. Ja, er war auch Manager in einem Hotel, wo wir oft als Vereinigungsbewegung unsere Veranstaltungen hatten. So, er kannte uns. Ja. Und er kam aus Deutschland. Ja. 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 So, ich will nur kurz vorlesen, dann wird alles, dauert nicht so lange, wenn ich dann nach deutschen Wörtern suchen muss. Ja. Ja. Wir haben nun folgendermaßen gearbeitet. Man suchte sich einen Partner für die jeweilige Mission. In unserem Team waren alle 7 Nationen vertreten. Es waren aber Leute in unserem Team, mit denen war es etwas schwieriger zusammenzuarbeiten. Ja. Jetzt kommt. Es gab eine Schwester aus Italien. Steht drin. Und ich habe mich freiwillig gemeldet, mit ihr zu gehen. Da mussten viele überwinden. Ja. Ein Down-to-Earth Wikinger mit einer
vertikalen, streng katholischen Frau, die am liebsten den Vatikan wiederherstellen wollte. Ich bin mit ihr in die katholische Kirche gegangen, denn sie wollte unbedingt den Priester witnessen. Ich hatte eine Namenskarte umhängen, auf der stand Peace Ambassador, Representative from Germany. Dann der Name und die deutsche Flagge. So gingen wir in die Kirche. Ich habe nach dem Gottesdienst im Gang gestanden mit dieser Karte Da war ich ein Lichtblick für die Deutschen, weil ich die Fahne trug. Erst kam ein Amerikaner deutscher Herkunft zu mir, der perfekt Deutsch sprach. Was ist ein Peace Ambassador? Fragte er. Dann kam Herr Bender, der Manager, der Präsident, und ich erklärte ihm, wir sind Friedensbotschafter für IIPC, gegründet von Reverend Moon. Das erste, das er mir sagte, war, Reverend Moon bricht alle Barrieren, sagte er. Diese Aussage hat mich sehr bewegt, denn das ist genau der Titel vom Vaters Rede am 3. Oktober in New York City, anlässlich der Gründungsfeier der IIPC. Wir sprachen auch über die Konferenz im Mittleren Osten, die bald stattfinden sollte, über die Vorsehung im Mittleren Osten, über die abrahamitischen Glaubensbrüder, dass sie wieder zusammenkommen mussten. Oh, das wusste ich nicht. Erzähl mir ein bisschen mehr, sagte er. Wir gingen in ein Nebenzimmer und haben intensiv gesprochen und hatten sofort eine tiefe Beziehung. Er erzählte mir, dass er in Namdong in der Nähe vom Vaters Haus wohnt. Ja. Jeden Tag stehen dort Limousinen vor dem Haus, diesen Morgen auch. Ja. Manchmal gehe ich dort mit meinem Hund spazieren und wenn er dort an der Mauer Pipi machen möchte, dann sage ich, hier nicht, das ist heiliger Grund. Ich habe dann viele Erlebnisse, aber ich kann da nicht alle. Aber dann okay, ein paar noch von dieser Zeit. Dann MEPI. Wir waren fast jeden Morgen, ja, das ist dann von dieser. Wir waren fast jeden Tag vor Gelöbnis wenn der Vater, der war 100 Kick. Und dann hat der Vater mit der Handy, hatte dann telefoniert mit Jerusalem. Reverend Clark Anweisungen gegeben. Wir saßen dann Vater und dann gab Anweisungen, wie man Jesus krönen sollte und alles Mögliche. Haben wir alles 1:1 mitbekommen, in der Planungsstadium. Wenn er direkt mit der Jerusalem gesprochen hatte, für diesen großen Treffen im Park in Jerusalem, dann waren wir da. Wir saßen da und haben mitgekriegt, wir fahren dann gesprochen und Anweisungen gegeben und haben dann den Reverend Clark gehört. Das war 2003, 2004, so um diese Zeit. Und wenn ich dann vor Vater saß, dann hatte ich dann immer schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ich könnte fast nicht nach oben sehen, weil der Familie lief nicht wie es sollte bei uns. Und ich habe immer, wenn Vater gesprochen hat, habe ich immer nach unten geguckt. Und dann sagt der Vater, ihr habt Probleme in eurer Familie, stimmt's? Dann muss ich nochmal runtergucken. Und dann sagte er, ich auch in meiner. Dann dann stand er da, mit den Händen in die Tasche so,
Ja, ich habe auch Probleme in meiner Da hat er über Jodschinin gesprochen. Wie er den Jodschinin umarmen wollte und wie er sich kümmern wollte und aber war nicht möglich mit seinem Schedule und seiner Kompetenzen. Und dann fühlt man Sympathie für Vater. So ehrlich. Er ist nicht jemand, das vormacht. Ist ehrlich. Authentisch 100%. Und da spürt man diese Nähe. Ja? Und dann könnte ich jeden Tag so sitzen. Und dann, es saßen dann alle Repräsentanten von allen Nationen, aber es waren nur 2 Deutsche. Ich repräsentierte Deutschland als Nichtsdeutscher. Und Österreicher, die repräsentierte Deutschland. Und der Bruno Klotz repräsentierte England. Aber der Bruno saß immer da vorne. Kennst du ja alle den Bruno Klotz? Ja. Er saß immer da vorne, in der Mitte. Er repräsentierte England. Aber der Vater sagte, die Deutschen sind arrogant. Und er guckte immer den Bruno an, aber er repräsentierte England. So, er hatte Identitätskrise. Aber der Bruno, er praktizierte immer Koreanisch, weißt du. So, er hat Vater geantwortet. Aber er kam ein bisschen durcheinander mit der Grammatik, weil er hat dann den Vater beantwortet als auf der gleichen Ebene, nicht nach oben. Respektperson, so hat er als Freund. Und dann sagt der Vater, habe ich nicht gesagt, die sind arrogant. Auf Koreanisch? Der Bruno auf Koreanisch gesprochen? Ja, er hat dann Koreanisch, ja, aber er könnte nicht so viel, aber so einige Sätze hat er schon eingeübt. Ja? So, immer in der Mitte. Wahrscheinlich war das mehr als ein Witz gedacht. Ja. So gentle war er nicht. Ja, okay, gut. Dann ist er 70 Tage, 75 Tage, 76 Tage, 78 Tage. Okay, jetzt reicht mir so. Jetzt sagt der Vater, nein, ich brauche noch von noch 50 Tagen. Muss ich nochmal anrufen. Ich brauche euch von Japan. Und dann sind wir nach Japan. Und was war die Mission in Japan? Weißt du, was Mindan ist? Oder Chosen? Ja? In Japan gibt es die koreanische Community, und ein Teil von der Mindan, ihre Loyalität ist nach Südkorea. Und der Chosen, ja, Loyalität nach Pyongyang, Nordkorea. Und unsere Mission in Japan war, diese Community zu besuchen. Ja. Und das war interessant, weil und wir sind dann als Westliche, ihr müsst mit dem sprechen, ihr seid unsere Repräsentanten und ihr müsst Witness zu diesen Leuten. Ja. Und das war interessant, ja, vielleicht hast du ein Bild da gesehen, der letzte Bild ist von so einem Treffen. Ja. Und dann, wo die Gläser gehoben werden und was da in diese Gläser war, Mama mia, das waren starke Sachen. Wir haben dann mit dem getroffen und dann wird es immer getrunken. Ja, in diese Communities. Ja.
die sind knallharte Kerle. Ja. Und dann haben die gesagt, tut so, als ihr trinkt, hat er in der Leute gesagt, ihr braucht nicht alles zu trinken. Das liegt von dann wegen, und wenn die nicht geguckt haben, in der Potte pflanzt. Und die sind dann eingegangen. Stärke Sachen. Ja, man muss ja immer eine Strategie finden, weißt du, dass man nicht unter dem Tisch landet. Ja. Aber irgendwie, die japanische Leiterin, sie hat uns begleitet und war so ein Mediator. Ja. Hat das sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, das kam sehr gut rüber. Und dann nachher haben dann die koreanischen Leiter sich mit sogar der Joseon umgeahnt. Ja? So, weil Reverend Moon hat gesagt, kommt aus Nordkorea. Ja? So, die können die Brücke bilden. Ja? So, Vater steht über South und Süd und Nord. Ja? Er kommt nicht auf diese Ebene. Er steht über diese Ebene. So, das war sehr lehrreich. Und ich wollte nur ein paar Dinge über die Japaner sagen, was mich sehr beeindruckt hat. Wenn wir nach Japan kamen, wir haben dann die verschiedenen Kirchengemeinden besucht. Und die waren so glücklich, die japanischen Geschwister. Und manche haben geweint und die haben uns umgearmt und alles Mögliche. Aber dann habe ich dann ein bisschen tiefer geguckt. Da habe ich gemerkt, manche von denen hatten 7 Kreditkarten. Wenn eine voll war, kam der nächste. Und wer der? Leer war. Leer war. Wenn eine Kreditkarte leer war, also. Oder voll. Ja, leer war. Ja, die sind immer leer am Anfang. Aber die waren dann in rote Zahlen. Ja, und wenn er voll war, die können keine Krediten bekommen. Ja, die Grenze war erreicht, dann kommt ein neuer. Und wenn der voll war, ja, der Limit erreicht, kommt der nächste. Und so haben die dann die ganze Mission, die internationale Mission unterstützt. Dann habe ich so viel Respekt für unsere japanischen Geschwister, dass die den ganzen trägt auf ihre Schulter. Und wenn wir dann weggingen von Korea, haben wir uns ein Geschenk gegeben. Und weißt du, was die uns geschenkt haben? Jeder von uns, nicht nur unsere Gruppe ein Geschenk, sondern jeder Einzelne von uns, 84. Ein halber Liter, so ein Ding, wie Jensen. So einen großen Ding. Ja? Das ist wie Gold, der Preis in Gold. Und dann eine Digitalkamera. Von ihrer 7., das muss von ihrer 7. Kreditkarte gehen. Da fing ich so wirklich zu sehen, was die so getan haben. Okay, gut. So dann unsere Mission war dann, dann kam 120 Tage. Dann sind alle zurück nach Südafrika. So, das war. Wie hast du das finanziert? Hä? Wie hast du das finanziert als 120 Tage? Ich sage, wenn wir Kaffee zusammen trinken, was sage ich dir? Möchtest du Geheimtipp sagen? Ja, dann kamen wir zurück.
Aber jetzt habe ich etwas, muss ich kurz sagen. Jetzt kommt der letzte Teil. Jetzt war 2/3, jetzt kommt der letzte Drittel. Das lese ich vor, weil ich trinke immer das. Wenn ich unterwegs bin mit meiner Gitarre, trinke ich das. Das ist sehr bekömmlich und Jetzt hast du uns neugierig gemacht. Mein Sponsor. Da muss man das verstecken, sonst kriegt man Probleme im Fernsehen. Okay. Testimony, World Peace Kingfish Cup Tournament. Kingfish Cup Tournament. Ich lese vor. Das ist dann der letzte Teil. Gerade zurück vom Treffen mit dem und dem in Interlaken in der Schweiz bekam ich einen Anruf von Fritz Piepenburg, in dem er mich fragte, ob ich Deutschland beim Peace King Fish Cup Tournament am Hudson River in New York repräsentieren möchte. Der Gedanke, zum Fischen zu fahren, war in diesem Moment sehr weit weg. Ich habe in letzter Zeit mit dem Gefühl gerungen, dass ich mich nicht genug um meine Vorfahren gekümmert habe. Vor dem Treffen mit dem und ihm habe ich Bedingungen für unsere Ahnen gemacht, aber nachdem Stefan Schmidt in Interlaken sein Testimonial gehalten hat, ist mir klar geworden, dass wir auch etwas bewegen können, wenn unsere Vorfahren mit uns arbeiten und uns unterstützen. Von da an war ich viel mehr motiviert, um weitere Bedingungen zu machen. Ich hatte gerade geschafft, einen größeren Kredit bei meiner Bank. Aber ich habe nur eine Kreditkarte, Robert. Einen größeren Kredit bei meiner Bank zu bekommen, um meine Vorfahren befreien zu können. Ich habe meinen letzten Euro dafür abgegeben. Und da hatte ich sogar eine 12 Tage Fundraising-Bedingung geplant, von dem Tage an. Und jetzt sollte ich noch fischen gehen, nach New York. Nach einem großen Hin und Her habe ich letztendlich doch zugesagt und fand mich in kürzester Zeit in Wiesbaden von den wahren Eltern, vor den wahren Eltern wieder. Die Anmeldung und die Einführung für diesen Wettkampf fand in Belvedere, Tarrytown, New York statt. Reverend Ken Do von True World Foods war einer von den Hauptorganisatoren des Wettkampfes. Chairman war Reverend Young, Continental Director von Amerika. Der Zweck des Fischens oder innere Haltung, die man haben sollte, war, die Menschen durch Aufopferung und Gebete zu retten, to feed the world und letztendlich Gottes Herz zu befreien. Das Objekt unserer Unterfangen war der Streitbrass Streifenbarsch. Es ging nicht um Quantität, sondern darum, wer den längsten Fisch fängt. Ja? Und was die Sache noch erschwert war, dass jeder nur einen Fisch behalten dürfte. Der Rest würde wieder lebendig über Bord geworfen. Alle Teilnehmer wohnten in einem Hotel in Tarrytown und wurden mit Bus nach East Garden gefahren. Der wahre Vater und die wahre Mutter kamen mit ihrem Enkelsohn, der vor einigen Minuten der Mittelpunkt sein dürfte, zur großen Freude der wahren Eltern. Für Hondokehr würde die 3 Reden ganz gelesen und danach sprach Vater über unsere Berufung und unsere Mission. Gott hat uns berufen auf dem Fundament unserer Vorfahren. Und wenn wir nicht unsere Verantwortung ihnen gegenüber tun, können sie uns eine sehr große Last sein. Achtet eure Vorfahren. Die Vorfahren von Familie Bush haben auch George Bush berufen. Gott
Gottes Wille zu tun. Denn Vater sucht dringend jemanden, um Amerika zu erziehen. Nach Vaters Rede sind wir dann zum Bootshafen auf der New Jersey Seite des Hudson River gefahren, wo unsere Teamkapitäne und Bootsführer auf uns warteten. Es gab 17 Teams oder Boote. Die Zusammensetzung des Teams wurde durch das Los entschieden. Am ersten Tag war ich in einem Team mit 14 mit einem koreanischen Kapitän, der gerade erst am Vortag seine Kapitänslizenz bekommen hat. Ich war der einzige Westliche auf dem Boot. Alle anderen aus meinem Team waren entweder aus Japan oder Korea. An diesem Tag war es sehr kalt und es regnete ununterbrochen. Die Füße waren nass und meine Hände waren so kalt und gefühllos, dass ich es nur mit Mühe schaffte, die Blutwürmer auf dem Haken zu befestigen. Nach fast, die waren so dick und so fett, ja, wenn ich einen Fisch würde ich auch beißen. Nach fast einer Stunde Fahrt auf der Suche nach Fischen, Echolot, wir haben einen Echolot, warf unser Kapitän endlich den Anker und dann vergingen erstmal ein paar Stunden. Jeder aus meinem Team könnte einige kleinere Fische fangen, die jedoch wieder zurückgeworfen würden. Doch plötzlich, nach einer längeren Wartezeit, spürte ich einen Ruck durch meine Rute. Das musste ein großer sein. Ich musste ihn natürlich etwas umherschwimmen lassen, um ihn müde zu machen. Doch nach einigen Minuten Kampf mit viel Adrenalin auf beide Seiten könnte ich den Barsch letztendlich doch mit Hilfe des Kapitäns an Bord ziehen. Er war 35 Inches oder 87 Zentimeter lang. Ja. Und das bedeutete, dass ich gleich am ersten Tag die Führung übernahm. Ja. Da habe ich gemerkt, die Koreaner, die mögen das nicht, wenn jemand die sind nicht so, ja. Viele Leute kamen zu mir, um mich zu beglückwünschen. So sagte jemand zu mir, um viele Fische zu fangen, braucht man Technik, aber um große Fische zu fangen, braucht man himmlische Beistand. Ein japanischer Bruder, den ich in Yosu kennenlernte, wollte am nächsten Tag unbedingt im gleichen Boot wie ich. Und tatsächlich durch Verlosung kamen wir zusammen. Der zweite Tag fing auch wieder mit Hondoke oder dem Waldächter an. Vater sprach sehr ernst über die Lage in Amerika. Auf der Fahrt zum Bootshafen fragte mich ein amerikanischer Bruder, wie ich Vaters Rede gefunden habe. Ich sagte, dass ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe, wie Vater in Amerika sonst immer spricht. Doch dass Vater manchmal streng ist, finde ich völlig normal und sogar notwendig. Dieser Tag war ruhiger für mich, aber ich freute mich darüber, dass auch mein japanischer Bruder ein großer Fisch fangen könnte, der 34 Inches lang war und ihn einen 5. Platz einbrachte. You want to join my team, Robert? Auch wurden 2 Fische gefangen, die noch größer waren als mein vom ersten Tag. Am selben Abend sollte eigentlich die Preisverleihung stattfinden, aber da Vater wichtige Besprechungen mit hohen Regierungsbeamten hatte, wurde sie auf Montagmorgen nach dem Hondoke verschoben. Kurz bevor die beiden Eltern an diesem Montagmorgen für Hondoke kamen, würde ich gebeten, in die erste Reihe zu kommen. Neben Reverend Young,
Reverend Jenkins und Steve Matsuichi. Dann kamen die wahren Eltern, wie üblich spielten sie mit ihrem Enkel direkt vor mir. Dann fand die Preisverleihung statt. Reverend Jenkins, USA, gewann den ersten Preis, der mit $10.000 dotiert war. Den zweiten Preis dotiert mit $7.000 gewann Steve Matsuichi, auch USA. Und den dritten Preis, dotiert mit $3.000, gewann ich, Ivan Hauge. Repräsentant von Deutschland. Das Kuvert mit dem Preisgeld wurde vom Vater persönlich überreicht. Er hat gesehen, der Vater hat unterschrieben, ich habe dann kopiert, das war nicht. Dann würde von allen 7 Gewinnern Bilder mit den wahren Eltern gemacht. Hast du gesehen? Ja. Was für uns sicherlich der Höhepunkt dieses Tages war. Nachher im Laufe des Hondokehr wurde mich Michael Jenkins, der den ersten Platz gewonnen hatte, vom Vater nach vorne gerufen. Vater fragte ihn, ob er denn Geldprobleme hätte und nur an das Preisgeld dachte beim Fischen. Mann, ich bin froh, dass ich nicht da vorne bin. Dann habe ich gedacht, 3. Platz ist okay. Nachher im Laufe des Sondercamp, Reverend Jenkins wurde plötzlich sehr ernst und brach in Tränen aus und sagte zu Vater, Vater, du weißt ganz genau, woran ich gedacht habe. Ich habe nur bereut und bereut und bereut für Amerika, dass wir dir so viel Last aufgeladen haben, dass wir uns der Verantwortung noch nicht getan haben. Aber ich verspreche dir, Vater, wir amerikanische Brüder und Schwestern werden alles dafür geben. Ich danke meinen älteren koreanischen Brüdern, der mich niemals aufgegeben hat, weil Reverend Jenkins hatte Alkoholprobleme in der Familie. Und das ist keine Secret, sondern er hatte offen darüber gesprochen in seinem Testament. Und die koreanischen Brüder hatten ihn nicht aufgegeben. Die haben immer um ihn gekümmert und jetzt ist der Leiter. Und hatte mich niemals aufgegeben hat, als er mich nicht gut ging. Danke, Reverend Young. Danke, Reverend Quark. In dem Moment war kein Auge im Saal trocken. Alle waren tief berührt. Ich bin sehr stolz auf Reverend Jenkins. Und ich habe viel dazu gelernt. Er ist ein würdiger Gewinner und Hoffnungsträger Amerikas. Er bedankte sich mit einer warmen, kräftigen Umarmung, auch sehr herzlich für die Unterstützung von Deutschland. Ich möchte mich bedanken bei Fritz und Hildegard Piepenburg, dass der Vertrauen geschenkt hat und mich eingeladen, und bei allen Geschwistern in Deutschland. Und auch in München, ohne die es nicht möglich gewesen wäre. Danke. So, das waren die 3 Teile. Und Dankeschön, weil sie hat mich angerufen und gesagt, Evin, der Stefan, dass die den Testimony gibt, die zweite Hand. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, ich unterstütze dich dabei. So, dann hat er, und dann sind wir dann mitgekommen. Und am ganz Ende, weil ich habe dann viel mitgeschrieben und Vater da war. Und dann hat er dann geschrieben, gesagt, dass er nur ein paar Sätze möchte ich nur das sagen. Das Vater sagte, wenn Carter
er eine zweite Amtszeit gehabt hätte, dann würde dann Amerika bei 84 oder der Welt bei 1984 kommunistisch. Aber der Carter war ein Southern Baptist Christ. Vater hat alles versucht zu stoppen. Und dann sagte er, hat deswegen der Washington Times gegründet, to educate Reagan. Und nur Vater wusste, dass Reagan will gewinnen. Und der Washington Times hatte deswegen gegründet, um Reagan his administration to educate them. To educate Reagan. Und ohne Washington Times keine Reagan Doctrine. Ja? Peace through strength. Dann habe ich sofort abonniert auf Washington Times. So, ich kriege jeden Tag der Washington Times zugeschickt. Jeden Tag, wenn ich meine E-Mail öffne, da steht Good morning. Please enjoy the newest edition of Washington Times. Wow! Und incredible, how entwickelt die sind, die elektronische Washington Times. Da siehst du alle Seiten, du kannst durchflippen und wenn du auf einen Artikel klickt, dann kommt auf der rechten Seite der Print Version oder Reading Version. Und dann kannst du teilen durch Facebook, Twitter und alles. Du kannst mit alle deine Freunde schicken. Du kannst ausdrucken und wenn du auf die Ein-Button drückst, dann wird es vorgelesen, jeder Artikel vorgelesen. Du kannst blind sein und trotzdem hören. Ja, trotzdem. Und trotzdem der Content mitbekommen. Ja, incredible. Ich habe Jahresabonnement. Weißt du, wie viel ich bezahle für ein Jahr Abonnement? Ich kann auch die Back-Issues bekommen. Ich gehe oben in Menü, da kann ich auch alle Artikel, das vor ein Jahr oder so darin war. Und wie viel zahle ich im Jahr? Washington Times, dass ich jeden Tag eine Stunde bekomme? 78 $. Nein, $78. Dass ich jeden Tag bekomme. Und incredible articles. So the Washington Times is a platform for able-type Leute. Und die Leute kommen dann zu der World Summit in Korea auf der Plattform von der Washington Times Corporation. Und so alle able-type, die haben fast keine andere Plattform als durch den Washington. So, was ich dann habe, ich habe dann mehrere Mappen, ja. Und ich drucke die aus und lese die über ein Kaffee. Da habe ich dann die Artikel nummeriert, jetzt bin ich bei 169 Artikeln, ja. Ich lese die als Hondoke ab. Incredible. Und da habe ich gedacht, die haben von mir abgeguckt. Freitag kommt dieser Artikel drinnen. Ja. The Cultural Marxist Attack on Western Society. Die haben meinen und ich habe für euch alle kopiert, ich gebe euch alle, weil es geht um die deutschen Philosophen, wie die dann Amerika beeinflusst haben. Und diese Artikel, weißt du, es gibt Artikel über Familie, über ihre able-type politicians und alles solche. Und ich kriege so einen High Spirit, wenn ich dann diese Dinge lese, weil es wirklich educational material. So, ich gebe das hier, weil es so ein schönes Bild von Karl Marx. Also ist wirklich von dir? Ja. Das wollte ich auch nicht.
Das ähnelt, Du kannst glaube ich, nur dem. und ich, ja? Ich weiß, ist der aktuelle Direktor von der Washington Times, Michael Jenkins. Was? Der aktuelle Direktor von der Washington Times. Ich habe Der Direktor von Washington Times ist Michael Jensen, meint er. Jenkins. Ja, die haben dann so, das ist und das war dann das Ende von mir, aber ich habe auch, wenn jemand es haben möchte, ich habe auch wenn jemand haben möchte, dann habe ich dann zusammengestellt. Und hier ist es. Moment. Entschuldigung. Für euch. The Cloud of Witnesses ist, genau, ich habe Bilder darin gemacht, dass man auch die Leute sehen. Ich habe dann Bilder ausgesucht. Vielleicht hat jemand das. Aber ich habe dann alles, wie sagt man, editiert und schön lesbar gemacht und ist auch in deutscher Sprache, weil ich durch den Johannes stamm. Und ich gebe dann den Robert, sowieso. Und wenn jemand haben möchte, und ich könnte auch den Link schicken, da kannst du ausdrucken, das hier, oder PDF. Ja? Und ich habe, da ist auch die Martin Luther drin und viele. Die haben wirklich, was die berichten, dann von der Workshop in der geistigen. Ja. So, ich habe es hier, die kann dann nehmen, wenn okay, und jetzt? Ja, das lassen wir halt da im Zentrum. Ja, soll ich da kann man das lesen, ja. Ja. Soll ich beten? Erstmal singen. Ja, okay. Danke, Eugen, das war ein sehr interessanter und adventurous zweiter Teil. Mich würde es interessieren, was die Magda über diese 100 plus Tage sagt, dass du weg warst, aber das ist was. Du musst die Magda fragen, dass sie ihr Testimonial gibt. Ja, genau. Sehr wichtiger Punkt. So, zum Ende würde ich mal sagen, singen wir noch ein Lied und lassen auch ein Körbchen von der Blätter rumgehen. Und dann schließen wir mit einem Gebet. Oder Eugen? Ja. Das ist der Plan. Wir singen If I Had a Hammer. So, if I had a hammer? Ja? Between my brothers and my sisters all over this land. Ooh, I have a bell. I ring it in the morning, I ring it in the evening, all over this land. I ring it out danger.
brothers and my sisters all over this land. You got a hammer and I got a bell and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land. Ooh, ooh, all over this land. Wir beenden das Ganze mit einem Gebet. Wir können aufstehen. Another point, something when it comes Sunday. Thank you so much for our brothers and sisters who are here together with us, and we want to welcome you into our hearts, and that we can really feel your parental love, and that we belong to your family. So we are so thankful for all the grace and all the input you have given to us, into us, and that you can feel that we have become a part of you and your will and your providence. So together with our brothers and sisters, we want to keep on reaching out for the goals that they've given to us, and to become tribal messiahs, and to become responsible people and patriots of our nations, and holy men in the world. Thank you so much for everything that you've given to us. I want to pray and thank so much in our names, even among the Howling and all our brothers and sisters here. Our truth. Our truth. Our truth. Vielen Dank. Die Sinne haben gekocht, oder? Ja. Wunderbar, jetzt gibt es etwas zu essen. Und? Ein Punkt noch. Ich hatte gerade WhatsApp-Kommunikation mit Stefan Schmid und er hat mich erinnert, heute ist 30.000 Paare Segnung hier. Also herzlichen Glückwunsch an Wir haben uns sogar gar nicht dran Und er ist gerade in Incheon und er hat eine Partnerschaft gegründet mit Incheon Kirche und München Kirche. Okay.